Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie und den digitalen Signaturen. Heute bauen wir uns den Beweis aus für unser Verfahren, das wir letztes Mal gebaut haben, aus einem Einmal-Signaturverfahren und einem Q-mal-Signaturverfahren, beide EOF NACMA sicher. Das hier natürlich nur EOF 1 NACMA, das hier EOF NACMA. Okay, das hier soll insgesamt EOF CMA sicher sein und wir wollen das heute beweisen. So, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir bekommen als erstes mal, also im Prinzip machen wir heute zwei Challenges. Wir wollen den Angreifer benutzen, entweder die eine oder die andere Challenge zu brechen und wir zeigen dann, dass es in jedem Fall, dass der Angreifer in jedem Fall eine von beiden brechen kann. Die beiden Challenges sind logischerweise dann zwischen C und B und die Challenge 1 wäre, dass eben die Challenge das Einmal-Signaturverfahren ist, das wir brechen können. Die zweite Challenge ist, dass wir das generell das NACMA-sichere Verfahren, also Strich, hier brechen können. Okay, was wir jetzt bekommen oder was wir erstmal zur Verfügung haben immer, ist, wenn wir wir brechen jetzt zuerst mal das Einmal-Signaturverfahren und währenddessen können wir auf das NACMA-Verfahren komplett zugreifen. Also das ist quasi nicht vorgegeben. Der Challenger C weiß nicht mal was von diesem Signaturverfahren Strich hier und weiß nur, dass es hier jetzt eben um dieses Einmal-Signaturverfahren geht. So, wenn wir uns das Spiel hier nochmal angucken, das hier zum Beispiel, dann sehen wir hier, okay, das ist das EOF 1 NACMA Spiel. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen A als B, meine ich jetzt, und der Challenger ist B. Das heißt, wir können ihm eine Nachricht schicken und der muss uns dann diese Nachricht hier signieren und einen Public Key ausgeben und wir werden ihm dann am Ende eine vernünftige Fälschung eben zeigen müssen für dieses Verfahren. Okay, wie machen wir das? Naja, wir benutzen natürlich A. Gut, das heißt, wir müssen erstmal hier eine Nachricht hinschicken an unseren Challenger und der liefert uns dann Public Key 1, das hier, und ein Sigma 1 auch gültig für genau diese Nachricht, die wir angefragt haben. Das können wir natürlich aber noch beliebig lange pausieren. Das heißt, das machen wir gar nicht am Anfang, sondern einfach ein bisschen später. So, das ist quasi der ganze Trick dabei und A darf uns ja jetzt, da wir im EOF CMA Spiel sind, darf der uns das die ganze Zeit fragen. So, das heißt, wir müssen A erstmal im EOF CMA Spiel müssen wir ihm zuerst unseren Public Key schicken. Naja, wie machen wir das? Wir generieren uns einfach den Public Key nach diesem Verfahren hier. Wir haben ja Gen' komplett zur Verfügung. Das heißt, wir sagen, okay, ich hätte ganz gerne einen Public Key von meinem Verfahren Gen'. Und diesen Public Key kann ich A schicken, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben. Den kann ich ruhig mal schon rübergeben, den Secret Key behalten wir natürlich. Und A darf uns jetzt nach und nach Nachrichten fragen. Was wir jetzt hier allerdings noch zusätzlich machen, ist folgendes. Wir sagen, wir raten, Achtung, jetzt wird's tricky, wir raten einen Index, keine Ahnung, wie nennen wir ihn, K, im Prinzip aus 1 bis Q. Also der Angreifer darf Q-Anfragen stellen, der darf immer Q-Anfragen stellen und wir raten jetzt einen einzelnen Index K. So, diesen einzelnen Index K verraten wir aber auch niemandem, der Angreifer darf nicht mal merken, dass wir den haben. Können wir auch irgendwann raten, ist uns eigentlich völlig egal. Okay, so was wir jetzt machen ist, A möchte von uns eine gewisse Nachricht haben. Okay, also diese Nachricht nennen wir jetzt einfach mal MI, weil er darf ja jetzt mehr als eine Nachricht anfragen, er darf Q-Nachrichten anfragen, wie wir gerade schon festgestellt hatten, er darf immer Q-Nachrichten anfragen. Q darf, keine Ahnung, ziemlich hoch sein, aber nicht super poly, das ist ganz wichtig. Okay, und dieses MI, das können wir jetzt beantworten. Und zwar sagen wir einfach mal, ich schiebe mal den Pfeil da hoch. Falls I gleich K ist, machen wir was anderes. Aber falls I ungleich K ist, also ich sage jetzt hier einfach mal I ungleich K, dann können wir das ganze Ding einfach selbst signieren, indem wir uns einen neuen Public Key und einen Secret Key generieren. Hier einfach sagen, wir generieren uns Public Key 1, Secret Key 1 und keine Ahnung. Ich schreibe das jetzt mal nicht komplett hin. Wir folgen einfach dem Signaturverfahren, das wir hier oben haben. Also wir machen genau Sign. Wir machen einfach alles ganz normal nach Plan. Wir signieren ganz normal mit unserem Secret Key, den kennt der Angreifer nicht, der ist hier unten. Wir signieren mit unserem Secret Key die Nachricht MI
Und dafür müssen wir erstmal ein neues PK-SK-Paar ziehen aus Gen 1, generieren dieses Sigma 1, generieren Sigma', ganz normal, wir haben ja alles zur Verfügung. Das machen wir ganz normal und sagen hier einfach ganz gewöhnlich sin sk, mi. Ich mache das jetzt mal so, das ist ja auch korrekt so. Okay, das machen wir, falls i ungleich k ist. Falls jetzt i aber gleich k ist, machen wir was anderes. Da sind wir nämlich dann fancy und sagen, okay, wir haben jetzt k geraten, macht ja nichts, werden wir aber gleich noch sehen. Und jetzt leiten wir diese Nachricht k oder mk besser gesagt weiter an unseren Challenger mk. Wir haben ja noch nichts angefragt. Und dann, was wir bekommen, ist folgendes. Hier mk. Was wir zurückbekommen, ist eine gültige Signatur. Also Sigma k bekommen wir zurück. Und wir bekommen einen Public Key k zurück. Also von unserem Einmalverfahren hier. Public Key 1k im Prinzip. Hallo, 1. Spanisch? Okay. Also wir bekommen einen Public Key für genau diese Signatur, weil wir haben ja noch keinen angefragt. Und wir bekommen eine Signatur K für dieses Einmalverfahren. Und jetzt gehen wir einfach her und sagen, okay, das liefern wir zurück. Wir sagen, ich hätte ganz gerne Sign, also auch im Prinzip nach dem ganzen Schema hier oben, nur dass wir den Secret Key 1 jetzt nicht kennen. Also den hier kennen wir jetzt nicht für die Karte-Nachricht, aber dafür müssen wir das hier auch nicht berechnen. Wir haben ja Sigma K schon gegeben. Das heißt, wir berechnen Sigma' als Sign von SK, also von unserem Secret Key hier aus dem Gen-Verfahren und dem PK1K, also diesem Public Key, den uns der Challenger geschickt hat. Ja, das ist quasi Sigma'. Und dann berechnen wir Sigma. PK1K ist, also PK1 ist der PK1K hier. Sigma 1, naja, Sigma 1 ist in dem Fall Sigma K, weil wir ja für die Karte Nachricht was haben wollen. Und Sigma' konnten wir berechnen. Das heißt, wir können hier einfach das reinschreiben. Ach, komm schon, echt jetzt? Hat das nicht funktioniert? Es ist so schwer, hier ein bisschen Copy-Paste zu machen. Gut. Okay, das übergeben wir jetzt einfach unserem Angreifer wieder. Und per Default sagen wir, der Angreifer wird jetzt eine gültige Signatur M zurückgeben, M' und Sigma', weil es ist ja EOF CMA und das heißt, er darf sich die Nachricht alles selber wählen. Okay, das bedeutet, wir bekommen hier von unserem Angreifer ein M' und ein Sigma', wobei Sigma', Achtung, Sigma besteht immer aus mehreren Nachrichten, also aus einem Public Key, PK1', aus einer Einmal-Signatur, Sigma 1 und aus einem Sigma', also Sigma'. So, das ist jetzt das, was wir von unserem Angreifer zurückbekommen hier. Und daraus können wir uns jetzt was bauen. Wir haben eine gewisse Chance, nämlich 1 durch Q, dass wir K richtig geraten haben. Und das ist jetzt das Spiel dafür, dass wir K richtig geraten haben. Sozusagen, also wir nehmen einfach an, wir haben K richtig geraten. Es verschlechtert unsere Erfolgswahrscheinlichkeit, dass wir das Einmal-Signaturverfahren brechen, nicht zu viel, also nicht vernachlässigbar. Also durchaus tatsächlich realistisch, was bedeutet, wir können das tatsächlich raten, weil 1 durch Q ist tatsächlich ein Polynom, also nicht vernachlässigbar. Deswegen können wir einfach annehmen, dass wir hier richtig geraten haben, ohne unsere Erfolgswahrscheinlichkeit zu sehr zu beeinträchtigen. Okay, das heißt, wir nehmen an, dass wir hier nicht irgendeinen Public Key zurückbekommen haben, sondern wir nehmen an, dass wir Public Key 1K' zurückbekommen haben. Also, dass wir quasi den hier zurückbekommen haben. Und das ist derselbe Public Key wie das hier. Wie gesagt, das haben wir quasi geraten. Also wir haben nur in 1 durch Q, also wir haben nur mit Wahrscheinlichkeit 1 durch Q recht oder richtig geraten, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht vernachlässigbar und deswegen kann es ein A nicht geben, weil wir sagen ja, A darf auf keinen Fall mehr als vernachlässigbar Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Das heißt, wir als B dürfen das auch nicht. Also mehr als
vernachlässigbar Erfolgswahrscheinlichkeit haben und 1 durch Q ist nicht vernachlässigbar, weil es eben ein Polynom ist und nicht Superpoly. Okay, und was wir jetzt hier machen, ist ganz einfach. Wir geben M' zurück an unseren Challenger, also M', und eine gültige Signatur nach dem Einmalverfahren, naja, das ist ja gerade Sigma 1 Stern. Weil hier dieses Sigma 1 Stern ist ja eine Signatur nach unserem Verfahren hier. Sigma 1 berechnet sich ja aus dem Secret Key, aus dem Einmalverfahren, den wir hier nicht kannten, und M, also der Nachricht M. Das heißt, M Stern und Sigma 1 Stern ist tatsächlich eine gültige Signatur für dieses Verfahren. So, das war der erste Fall. Jetzt kann es natürlich immer noch sein, dass der Public Key, den hier uns der Angreifer gibt, dass der nicht schon mal vorgekommen ist. Also zum Beispiel, er könnte hier auch die anderen Q-1 durch Q-1 Fälle, während dass der Public Key hier aus einer von uns reingekommen ist. Also dass wir hier diesen Public Key, oh, den habe ich hier gar nicht hingeschrieben, Public Key I, dass er hier diesen Public Key bekommen hat. Jetzt gibt es aber noch die Fälle, da hat er einen neuen Public Key selbst generiert. Also dieser Public Key hier, der ist überhaupt nirgends bislang vorgekommen. Und das ist der Angriff auf das Verfahren hier, also auf das NACMA. Nicht das Einmal-Signaturverfahren, sondern auf das Q-mal-Signaturverfahren. Das machen wir jetzt direkt. So, das machen wir jetzt also direkt hinten dran sozusagen. Okay, jetzt haben wir hier ein quasi komplett neues Spiel. Ich mache mal hier eine neue Seite rein und kopiere uns das Spiel, aber es wird tatsächlich ein bisschen anders aussehen. Einfach mal alles kopieren. Ich weiß, das ist jetzt ein langer Beweis. Ihr seht, warum ich euch manche Beweise gerne erspare, aber der hier, der ist irgendwie cool. Ups, da unten. Ja, gut. Du mich auch. Okay. Fahren wir das mal so nach oben. So. Okay, was verändert sich jetzt hier? Naja, wir haben jetzt plötzlich das NACMA-Verfahren, nicht das Einmalverfahren, das wir brechen wollen. So, wie brechen wir das? Also hier zwischen C und B spielt sich jetzt nicht mehr das Einmal-Signaturverfahren ab, sondern das NACMA-Verfahren. Das heißt, wir können jetzt hier aber auch mehr als eine Nachricht anfragen. Wir können insgesamt Q-Nachrichten anfragen und bekommen dann immer denselben Public Key, weil es ist ja immer derselbe Public Key hier, aber wir bekommen auch Signaturen Sigma I zurück. Also wir fragen quasi I-Nachrichten an. So. Das große Problem ist jetzt, dass wir, bevor wir irgendwie die Nachrichten von A bekommen, hier schon den Public Key verwenden müssen. Naja, wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen also eigentlich einen Public Key haben, ohne die Nachrichten vorher zu kennen. Ja gut, das ist ja für uns kein Problem, ne? Wir generieren uns hier jetzt übrigens aus Gen 1 die Sachen und nicht mehr aus Gen Strich. Und zwar, was machen wir hier? Wir generieren uns PKI und SKI, wobei I jeweils alle Zahlen I gleich 1 bis Q. Also wir generieren uns vorher schon Q mal einen Public Key und Q mal einen Secret Key aus unserem Einmalverfahren hier. So, und diese Nachrichten hier, das sind jetzt einfach unsere Public Keys. Also unsere Public Keys an der Stelle I. Das heißt, wir bekommen hier tatsächlich I-Public Keys signiert, die wir uns vorher einfach gezogen haben. Ohne dass wir bislang irgendwas mit A gemacht haben. Das kommt alles erst später. Und ich glaube, ich mache das tatsächlich mal hier alles raus, denn das brauchen wir gerade eigentlich noch nicht. So, okay. Wir haben uns jetzt also hier I-Public Keys gezogen, I-Secret Keys, und die lassen wir jetzt signieren von dem NACMA-Verfahren, nicht von dem Einmalverfahren. Vorsicht, das ist jetzt der zweite Teil des Beweises. So, damit bekommen wir jetzt hier jeweils Signaturen für unsere Public Keys von dem Challenger. Alles kein Problem, wir sind ja im NACMA-Spiel, das heißt, wir mussten unsere Nachrichten, die wir signieren lassen wollten, vorher geben. Der Angreifer, der darf sich die Nachrichten aussuchen, bevor er den Public Key, nachdem er den Public Key gesehen hat. Das heißt, wir müssen dem Angreifer zuerst den Public Key schicken und das können wir ja jetzt tun. Wir können ihm jetzt nämlich einfach den Public Key, den hier, vom Challenger weiterleiten und er ist zufrieden und fängt an, seine Nachrichten anzufragen. Also der sagt jetzt, okay, ich hätte ganz gerne diese Nachricht signiert, nämlich, na, komm schon. Ich hätte gerne Nachricht MI signiert, wobei I jetzt natürlich auch wieder von 1 bis Q geht.
Also, er will eine Signatur für Nachricht I haben. Naja, wie sieht eine Signatur für Nachricht I aus? Schauen wir mal ganz kurz nach. Eine Signatur für Nachricht I wäre hier folgendes: Sein von SK und M. Problem ist, wir haben SK nicht. Also, der SK ist ja jetzt hier der Secret Key zu diesem Public Key, der kam vom Challenger. Das ist ein Problem, den haben wir nicht. Macht aber nichts. Wir haben den Secret Key hier und wir haben den Public Key. Das heißt, wir können Sigma 1 berechnen, weil wir ja die Nachricht kennen und den Secret Key selbst gezogen haben. Alles kein Problem. Okay, also berechnen wir Sigma 1. Ich schreibe das jetzt mal hier unten hin. Sigma 1 berechnen wir aus Sigma I berechnen wir. Sigma 1, I, um genau zu sein. Die Einmalsignatur, die Ite-Einmalsignatur berechnen wir aus dem Einmalsignaturverfahren und dem Secret Key I. So, was machen wir jetzt weiter? Naja, wir schauen einfach mal. Okay, Sigma' ist die Signatur von dem echten Secret Key, den wir nicht haben, und dem Public Key, den wir benutzen würden, um die Nachricht zu überprüfen. Ja gut, also den Public Key, den haben wir. Das ist ja kein Problem. Den Secret Key haben wir nicht, aber wir haben eine passende Signatur für unseren Public Key. Und das ist doch mal was. Das heißt, wir können hier einfach sagen, okay, Sigma'-I, also sozusagen das aus meinem nicht Einmal-Signaturverfahren, sondern aus meinem NRCMA-sicheren Verfahren, das können wir einfach zuweisen, ist Sigma'-I, die wir hier vom Challenger bekommen haben. So, und das war jetzt vielleicht eine schlechte Bezeichnung dafür. Ich werde es jetzt Sigma'-I hier nennen. Und das hier werde ich einfach mal lassen. Gegeben, weil wir nachher Sigma'-I als was anderes brauchen werden. Und den hier nenne ich Public Key. Nein, halt, das ist falsch. Okay, das lassen wir so. Also, wir kriegen jetzt hier, das ist quasi das Sigma, die Signatur, die wir von unserem Challenger bekommen haben. So, weiterschauen im Takt und hier. Sigma setzt sich zusammen aus, naja gut, das kopieren wir uns einfach und schauen mal, ob wir das nicht irgendwie hinkriegen, ne? Sigma'-I in dem Fall, deswegen habe ich jetzt hier gerade das I ausgetauscht, berechnet sich aus dem Public Key I und dem Einmal-Signaturverfahren hier, also 1,I, das ist kein Problem, das haben wir hier berechnet, das haben wir, und Sigma'-I, was wir vom Challenger gegeben hatten. So, Sigma'-I hatten wir vom Challenger gegeben. Das haben wir uns berechnet und den haben wir sowieso selber gezogen. Das heißt, wir können die Signaturanfrage von A verarbeiten und ihm einfach Sigma'-I zurückgeben. Sigma'-I. Den Public Key hat er so oder so. Das heißt, das ist auch alles kein Problem. Und jetzt haben wir alle Signaturanfragen von A richtig beantwortet. Also, da wir annehmen, dass es so einen Angreifer gibt, wird er uns eine Nachricht M' ausspucken. Wieder mal, wie gerade vorhin auch, M' und Sigma', wobei Sigma' gleich dasselbe wie hier im Prinzip ist. Sigma' gleich das hier. So, nur ein Gleichheitszeichen. Und hier sagen wir Public Key 1 einfach dazu, weil wir noch keinen so genannt hatten. Public Key 1, also einen neuen Public Key in dem Fall jetzt. Das war der Beweis für einen Public Key, der schon mal vorhanden war. Das habe ich gerade vorhin lang und breit versucht zu erklären. Das hier ist der Beweis jetzt, wenn er einen neuen Public Key geliefert hat, also PK1 Stern, muss ich ihn nennen. Komm schon. 1 Stern, der bislang noch nicht in den Public Keys waren, die wir benutzt haben. Also diese PKIs hier, die sind alle anders als dieser Public Key 1 Stern hier. Okay, Sigma 1 Stern ist eine gültige Signatur für diesen Public Key hier und Sigma 1 Stern ist eine gültige Signatur für die Nachricht M Stern und Sigma Stern ist eine gültige Signatur für den Public Key hier. Ja, daraus können wir jetzt unsere Lösung extrahieren. Und zwar haben wir nämlich unser NACMA-sicheres Verfahren gebrochen, nämlich weil der Angreifer hier einfach gesagt hat, ja du, ich habe hier zu deinem Public Key, zu einem neuen Public Key, der noch nie benutzt wurde, eine Signatur Sigma'-Stern. Und das ist natürlich, der Public Key ist natürlich auch gleichzeitig eine gültige Nachricht für unseren Challenger. Also der Public Key ist die Nachricht und Sigma',
Stern ist die Fälschung für die Signatur. Und das geht, weil der Public Key, wie gesagt, in diesem Beweis hier, in diesem Teilbeweis, noch nie vorgekommen ist. So, und jetzt haben wir beide Fälle abgedeckt. Einmal hat A einen Public Key zurückgegeben, der noch nicht vorgekommen ist in unseren Public Keys, in unseren einmal Public Keys, die wir benutzt haben. Und einmal hat er einen Public Key benutzt, der schon mal von uns benutzt wurde. In dem Fall, dass er schon mal ein Benutzen genommen hat, hat er das Einmal-Signaturverfahren gebrochen. In dem Beweis oder in dem Teil, wo er einen neuen Public Key gefunden hat, da hat er dann tatsächlich das EOF-NACMA-sichere Verfahren gebrochen und somit insgesamt auf jeden Fall mindestens eins von beiden Verfahren gebrochen. Und da wir nach Annahme aber beide Verfahren für sicher erachten, das ist ja gerade der Grundbaustein gewesen, deswegen kann dieser Angreifer A nicht existieren. Also entweder er muss ja in diesem Spiel erfolgreich sein oder er muss in diesem Spiel erfolgreich sein, wenn er dieses Verfahren hier schlägt. Und das kann nicht sein, wie wir gerade gezeigt haben, denn sonst sind Gen 1 bzw. das Einmal-Signaturverfahren und das NACMA-Verfahren sind dann nicht sicher, wenn es so einen Angreifer in einem von den Verfahren gibt. Ja, langer Beweis, ich weiß, tut mir leid, aber ich fand es ziemlich interessant, mal so einen zweigeteilten Beweis zu sehen und euch auch zu zeigen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Falls es euch auch gefallen hat, dann Daumen hoch, wäre cool. Bis zum nächsten Mal, ciao!